Deutsche Jüdin. Ich werde oft gefragt, ob ich mich deutsch fühle. Jein. Also mir fällt als Jüdin in Deutschland zu sein gar nicht schwer. Mich nur als Jüdin zu verstehen, macht nicht so viel Sinn. Aber Deutsch sein macht für mich auch nur Sinn in der Kombination mit Jüdisch sein. Es gab schon von jüdischen Freunden diese Frage, wie kannst du nur in einer deutschen Armee als Jude dienen, nach all dem, was passiert ist? Es gab eine Situation, wo ich das erste Mal mit einer Uniform zu meinen Eltern in die Wohnung gekommen bin. Und das haben die gar nicht gern gesehen. Das hat in ihnen schlechte Erinnerungen hervorgerufen. Und bin ich zu meinem Vater nach Hause gegangen, was meinst du, in eine deutsche Armee und als Jude. Und er sagt, das ist eine Armee, die ist für den Frieden und die ist für den Fortschritt und sie wird keinen Krieg machen. Und du kannst das tun. Als religiöser Jude hat man eine Verantwortung, dass man sich gut benimmt und keinen schlechten Namen dem religiösen Judentum macht. Und das geht eigentlich so weit, dass es mich manchmal sogar ein bisschen nervt, weil wenn ich mit meinem Mann, der gerne auf Konzerte geht, in der Philharmonie sitze und es ist nicht voll und unten gibt es bessere Plätze näher zum Orchester und ich sage ihm, komm, wir gehen da runter und sitzen da, dann sagt er, nein, ich habe eine Kippa an und ich sitze auf den Plätzen, die ich bezahlt habe, weil ich möchte nicht, dass die Leute denken, der Jude schnappt sich da die besseren Plätze, für die er nicht bezahlt hat. Ich glaube nicht, dass ich repräsentativ für irgendwas bin. Ich glaube, dass jüdisch sein genau das bedeutet oder dass wir irgendwie alle unterschiedlich sind, dass wir alle eine unterschiedliche Vorstellung von Judentum haben. Ich bin eine dritte Generation, also von Holocaust-Überlebenden. Mein Opa war in Auschwitz, meine Oma war versteckt in Budapest und wir sind wirklich so aufgewachsen, je ruhiger man ist und je weniger Lärm man macht, desto mehr lässt man uns in Ruhe. Für mich ist eine unglaublich politische Agenda geworden, sichtbar zu bleiben. Und dieses, was ich als Kind schon immer gemacht habe, immer wieder zu wiederholen, ich bin Jüdin, in jedem Kontext, wo es gar keinen Sinn gemacht hätte, ist für mich eine politische Aufgabe geworden. Ich stelle regelmäßig fest in Begegnungen mit den Menschen, dass ihnen nicht bewusst ist, dass sie antisemitische Gedanken haben und sie mir diese gegenüberstellen. Aber das ist überall auf der Welt so. Das ist die Realität, in der wir leben. Und ich persönlich habe keine Angst vor Antisemitismus. Es gibt einmal den Islam, der antisemitisch ist, und es gibt einmal das Deutsche, was antisemitisch ist. Und beides zusammen ist schon ist schon viel geworden. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich zeige draußen nicht, dass ich jüdisch bin. Also ich gehe auf die Schule HGS, eine jüdische Schule. Da sind auch eigentlich Juden, aber da gibt es auch Christen halt und Kurden, ja, und andere Religionen halt. Und die gehen halt auch auf unsere Schule. Wenn ich mit Nichtjuden zusammen bin, der erste jüdische Joke mache ich selber. weil das macht mir überhaupt nichts aus. בדיחות על יהודים אני לא אוהב לשמוע, ואני חושב שזה היה נורא מעניין, כי כשהגעתי לגרמניה לא ממש תיארתי לעצמי שהדבר הזה קיים, ולא ממש הייתי מודע לדימוי הסטריאוטיפי של יהודים. אני באמת לא ידעתי שזה קיים. לא ידעתי שיהודים נתפסים כקמצנים, או כתחמנים, או כל הסטריאוטיפים האלה שהיום אני מודע אליהם, אני הייתי בשוק שדבר הזה בכלל קיים. כי אני חושב שבאמת בישראל הצליחו להסתיר את זה מאיתנו ממש ממש טוב. Aber sehr oft vermischen Leute auch Judentum und Israel als sozusagen ein und die gleiche Sache miteinander. Ich glaube, als Jude und vor allem als Israeli bist du hier eine krasse Projektionsfläche. Also alle haben eine Fantasie von dem, was jüdisch oder Israeli heißt, und alle projizieren das sofort auf dich, ohne dass du überhaupt gefragt wurdest. Ich liebe jüdisch sein, aber die Reaktionen sind anstrengend. Das heißt, alles, wie ich existiere, ist Shoah, Trauer, Trauma, Tod und im Endeffekt Schuld und Verdammnis.
Oh mein Gott, also schwule Männer in Deutschland haben eine Obsession mit Israel und Israelis und sobald man gesagt hat, ich bin Israeli, dann läuft ein krasser Film ab. Also ich bin nicht da, um die Leute sozusagen, um eine Therapie anzubieten für kollektive Komplexe, die Menschen in diesem Land hier haben, aber das tun wir auch. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות מכל הלילות שבכל הלילות אנו אוכלים בין ישנו בין מסובים בין ישנו בין מסובים הלילה הזה כולנו מסובים הלילה הזה כולנו מסובים